Öfters bekomme ich zu hören, dass diese ganze Geschichte über die Theologie des Leibes und wie wir jetzt gerade erklären, diese Vision von Leiblichkeit und Sexualität und Beziehung, ist alles gut und schön und wunderbar und alles, aber es ist nicht die Welt. Es ist einfach, es ist nicht die Wirklichkeit, es ist alles, eigentlich ist eine riesen Utopie, die einfach nicht mehr ganz die beiden Füße auf dem Boden hat. Und was soll ich dazu sagen? Natürlich kann man theoretisch darüber diskutieren. Ich kann nur sagen, ich kenne viele Menschen, die so leben. Und natürlich sein Weg ist es nicht immer, dass ich jetzt schon alles perfekt habe, aber keine Ahnung, sollen wir einen Misthaufen aus dieser Welt machen, weil manche den Duft der Rosen nicht aushalten können? Ich meine, es ist doch schön, dafür zu arbeiten, zu versuchen, dass wir gerade an dieses Ziel kommen, weil das ist ja die Sehnsucht unseres Herzens. Und ja, vielleicht kann ich es versuchen, so zu erklären oder so versuchen, ein paar Wege zu deuten, wie man da hinkommt. Ja? Ich glaube, das Erste, was man braucht, und deswegen scheint auch gerade unser Pfarrerglaube, unser christlicher Glaube manchmal ein bisschen negativ. Weil der erste Schritt ist einfach, man braucht ein bisschen Disziplin. Es ist wie wenn ich auf der Autobahn fahre und ich merke, ich fahre gerade 240 km/h und ich fahre in die falsche Richtung. Nicht eine gute Situation. Was macht man in diesem Moment? Einfach weiterfahren, weil man sagt, wie blöd, das war nicht und ich möchte es nicht wahrhaben? Nein, das Erste, was man machen muss, erkennen, ich fahre in die falsche Richtung. Erster Schritt. Zweiter Schritt, auf die Bremse treten. Nicht? Auf die Bremse treten. Und sich nicht wundern, dass dieses auf die Bremse treten nicht so geht. Das braucht ein bisschen Zeit, das ist auch überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn ich merke, ich habe schlechte Gewohnheiten, schlechte Neigungen, ich habe Begierde bis weiß nicht was, ja, okay, kein Problem, so ist es. Erster Schritt annehmen, nicht so ist es. Und jetzt schauen, dass ich ein bisschen auf die Bremse trete, dass ich versuche, das ein bisschen in den Zaum zu kriegen. Erster Schritt. Aber dann kommt noch ein zweiter Schritt, weil die Selbstbeherrschung ist noch lange nicht, wovon wir reden. Ich habe mich irgendwie im Griff und habe mich irgendwie halbwegs kontrolliert, dass ich nicht all meine Begierden folge. Es kommt noch ein zweiter Schritt und das, vielleicht ein bisschen altmodisches Wort, heißt Tugend. Und die Tugend hilft uns, dass wir etwas machen mit Freude. Ich will gar nichts anderes mehr. Ich mache es nicht, weil irgendwer ein Gesetz sagt, du musst es jetzt machen, sondern ich mache es meine erste Reaktion ist so. Und wie geschieht das? Schon Aristoteles sagte, dass eine Tugend kommt durch wiederholtes Tun. Ich muss immer das Gleiche machen. Das ist einfach eine gute Gewohnheit. Und je mehr wir uns üben in diese wahren Liebe, in diese Liebe der Hingabe, in diese Liebe des anderen Annehmens, desto mehr wird es einfach eine Herzenshaltung. Ich will gar nichts anderes mehr. Und es gibt so viele Beispiele davon, dass das möglich ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen und uns allen ermutigen, dass wir versuchen, auf diesen Weg voranzuschreiten, denn es ist möglich, es geht wirklich.